Wir haben schon viele Videos gemacht zum Thema digitales Nomadentum und auch Perpetual Travelers. Und jetzt ist auch wieder die Zeit, wo sich viele überlegen, ob sie nächstes Jahr vielleicht dann als digitale Nomaden und Perpetual Travelers unterwegs sein werden. Probleme für digitale Nomaden und Perpetual Travelers mit deutscher Staatsangehörigkeit ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht, ein Gesetz aus 1972. Diese führt minimal dazu, dass du noch für 10 Jahre deine weltweiten Einkünfte in Deutschland melden musst. Sie kann aber noch weitaus gravierendere Folgen haben. Dazu später mehr. Der Auslöser der sogenannten erweiterten beschränkten Steuerpflicht ist der Umzug in ein Niedrigsteuerland oder eben die Wohnsitzlosigkeit in Kombination mit deutschem Vermögen. Dazu zählt zum Beispiel eine deutsche Immobilie, Geld auf einem deutschen Konto ab einer bestimmten Höhe, aber auch eben sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Auch dazu nachher noch mehr. Zu diesem ganzen Themenkomplex und was sonst noch für digitale Nomaden, Perpetual Travelers steuerlich relevant ist, in Deutschland steuerlich relevant ist, haben wir jetzt mal hier 10 steuerliche Fakten zusammengestellt. So, Fakt Nummer 1. Bei der Rückkehr nach Deutschland kommt es raus. Egal, wie du dich steuerlich natürlich aufstellst, es ist nicht davon auszugehen, dass hier das Finanzamt dir groß hinterherrennen wird, während du im Ausland bist. Ja? Das heißt, egal welche steuerlichen Manöver, legal oder weniger legal, hier du durchführen wirst, das Finanzamt hat nicht die Ressourcen und nicht die Zeit und nicht die Lust, dir hier hinterher zu stellen. Das kommt zwar auch in manchen Fällen vor, haben wir alle schon erlebt, aber meistens ist nicht davon auszugehen. Was aber danach immer wieder vorkommt, ist, dass nach deiner Rückkehr das Finanzamt genauer hinschaut, was genau du gemacht hast in dieser Zeit deiner Abwesenheit steuerlich. Und da sehr viele digitale Nomaden und Perpetual Travelers ja nur ein paar Jahre unterwegs sind und dann nach Deutschland zurückkommen, ist dieser Teil auf jeden Fall kritisch. Was ich dir sagen will, ist Folgendes. Du musst schon jetzt, wo du aufbrechen willst in das digitale Nomadentum, darauf achten, dass deine steuerlichen Angelegenheiten in Deutschland korrekt geregelt sind, um spätere Probleme zu vermeiden. Du musst das Setup, was du jetzt hast, korrekt machen, um spätere Probleme zu vermeiden. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Wir haben eine Mandantin, die war eine gewisse Zeit in Indien, kam wieder nach Deutschland zurück und prompt hat natürlich das Finanzamt gefragt, dass sie jetzt mal erklären soll, was sie da so in Indien eigentlich gemacht hat, was sie verdient hat, was sie für Steuererklärung eingereicht hat und so weiter und so fort. Diese Mandantin ist nicht mal aus steuerlichen Gründen dorthin umgezogen. Da ging es um eine spezifische Rolle für einen Arbeitgeber, die sie dort letztlich ausgeführt hat. Aber du kannst an diesem Beispiel sehen, dass da durchaus Interesse besteht. Nochmal, es gibt keinen Automatismus. Ja. Natürlich, es gibt viele, die zurückkommen, das Finanzamt wird nie danach fragen, vor allen Dingen dann, wenn du vor deiner Abmeldung aus Deutschland nicht besonders viel verdient hast und gar nicht groß beim Finanzamt bekannt warst. Ja. Je mehr du verdienst, desto genauer wird man natürlich hinschauen wollen. Also nochmal, stell dich darauf ein, dass nach deiner Rückkehr Fragen gestellt werden seitens des Finanzamts und richte schon jetzt alles so ein, dass diese kein Problem sein werden. Fakt Nummer 2, du bist für Erklärungspflichten selbst verantwortlich. Du bekommst keinen Brief vom Finanzamt oder so, dass du jetzt unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Du musst dich steuerlich und juristisch beraten lassen und musst es abklären. Lass es dir schriftlich geben von deinem Steuerberater, falls du nicht darunter fällst. Ja? Beschreibe ihm, was du vorhast, was deine Situation ist, wie du im Ausland Geld verdienen wirst und lass dir eine verbindliche Aussage machen, schriftlich, ob du runterfällst oder nicht. Wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, musst du jährlich eine Erklärung in Deutschland abgeben. Obwohl du nicht unbedingt oder in den meisten Fällen sogar keine Steuern bezahlen musst, musst du dein Einkommen erklären. Die Konsequenzen, es nicht zu tun, können gravierend sein. Denke daran, wenn du schon 20.000 Einkommen unterschlägst, ist die strafbar. Ab 100.000 Euro droht Knast. Ja, nochmal, selbst wenn keine Steuer fällig ist. Du musst das Einkommen melden. Wenn du dich nicht daran hältst, kommst du hier in den Bereich der Steuerhinterziehung. Also sehr wichtig. Klär mit deinem Steuerberater, ob du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst oder nicht. Und wenn er sagt, du fällst nicht darunter, lass es dir schriftlich geben, damit du was hast, auf das du dich berufen kannst.
Fakt Nummer 3 ist der Fragebogen mit 16 Fragen. Circa 6 bis 12 Monate nach dem Wegzug ins Ausland erhältst du einen Fragebogen vom Finanzamt, wo du detailliert zu deinen aktuellen Verhältnissen Auskunft geben musst. Wo bist du hingezogen? Wo wohnst du? Da musst du bestimmte Verbrauchsrechnungen, Mietverträge, Anmeldungen beim Gesundheitswesen, Anmeldung der Kinder bei der Schule und so weiter nachweisen. Ja? Das heißt, ohne Wohnung geht das natürlich im Grunde genommen nicht. Ja? Natürlich, du kannst auch in einer WG wohnen und so weiter und so fort, aber du musst eben in der Lage sein, diese entsprechenden Nachweise zu produzieren. Wie gesagt, wenn du es nicht tust, wenn du das Schreiben nicht beantwortest, also wie gesagt, die werden dich hier nicht durch die Welt jagen, das Finanzamt, dann wirst du dir damit später Probleme machen. Fakt Nummer 4 ist die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer. Jeder deutsche Staatsbürger, der Deutschland verlässt, fällt noch 5 Jahre unter die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Wer unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt, fällt sogar 10 Jahre darunter. Was heißt das konkret? Sämtliche Schenkungen, die du in diesem Zeitraum machst, sei es, dass du Geld verschenkst in größerem Umfang, Kryptowährung, dass du, was weiß ich, ein Haus kaufst im Ausland nach deinem Umzug und dieses verschenkst, oder dass du eine Firma gründest nach deinem Wegzug im Ausland und Anteile an dieser Firma verschenkst. Du verschenkst Gold, du verschenkst Geld an Inländer, an Ausländer. All diese Tatbestände musst du in Deutschland melden und sie fallen unter die Schenkungssteuer. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Erbschaftssteuer. Ja? Das heißt also, falls du noch was erbst in Deutschland, 5 Jahre nach deinem Wegzug oder bei erweitert beschränkter Steuerpflicht 10 Jahre nach deinem Wegzug, ist darauf Erbschaftssteuer zu bezahlen, selbst wenn es nicht zum Beispiel um deutsche Immobilien geht. Ja? Also, wenn dir dein in Thailand lebender Onkel 5 Jahre nach dem Wegzug ein Haus in Thailand vererbt, musst du darauf in Deutschland Erbschaftssteuer bezahlen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Übertragungen an Unternehmen oder Stiftungen. Also wenn du beispielsweise 5 Jahre nach deinem Rückzug eine Stiftung in Liechtenstein gründest und dann dein ausländisches Vermögen, ja, ausländische Firmen, ausländische Immobilien an diese Stiftung überträgst und du bist noch im Bereich der deutschen Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, musst du darauf in Deutschland Steuern bezahlen. Fakt 5, du kannst auch noch 5 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Der eigentliche Umzug ist eigentlich irrelevant. Es sind die 10 Jahre nach dem Umzug. Ja? Das heißt also, wenn du zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich ziehst, kein Niedrigsteuerland, dort 5 Jahre lebst und dann in ein Niedrigsteuerland, sagen wir mal Dubai, umziehst, dann fällst du noch für 5 Jahre unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Es ist also nicht möglich, diese zu umgehen, indem du erst in ein Land umziehst, was nicht steuergünstig ist und dann dahin umziehst. Fakt Nummer 6. Betriebsstättenlose Einkünfte lösen Steuern in Deutschland aus. Ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich zitiere Paragraph 2 des Außensteuergesetzes. Für Einkünfte der natürlichen Person, die weder durch deren ausländische Betriebsstätte noch durch deren in einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, ist für die Anwendung der Vorschrift das Bestehen einer inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person anzunehmen, da solche Einkünfte zuzuordnen sind. Dieser Satz findet nur Anwendung für Veranlagungszeiträume, in denen die hiernach insgesamt beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte mehr als 16.500 € betragen. Was heißt das jetzt konkret? Also, mal angenommen, du bist jetzt wohnsitzlos nach deinem Wegzug aus Deutschland. Du schreibst jetzt Rechnung als Softwareentwickler, als Berater, als Coach und so weiter und so fort. Ja? Und diese Rechnungsbeträge fließen direkt an dich persönlich oder auch an eine LLC möglicherweise, da kommen wir gleich noch dazu. Dann sind diese Einkünfte einer fiktiven Betriebsstätte in Deutschland zuzuordnen, noch für 10 Jahre. Und du bist darauf voll in Deutschland steuerpflichtig. Es spielt keine Rolle, ob die Kunden in Deutschland sind, ob du dich in Deutschland aufhältst, wo du dich aufhältst und so weiter und so fort. Diese Einkünfte sind in Deutschland zu versteuern, weil sie nicht über eine sogenannte Betriebsstätte abgerechnet werden. Was ist eine Betriebsstätte?
Nun, eine Betriebsstätte ist eine feste Einrichtung eines Unternehmens. Ja? Also ein Büro, aber auch der Wohnsitz eines Geschäftsführers zum Beispiel. Wenn du einen Wohnsitz im Ausland hast, kann es auch deine Wohnung sein. Das kann alles eine Betriebsstätte sein. Was damit gemeint ist, ist, dass diese Einkünfte letztlich irgendwo auf einer Steuererklärung erklärt werden müssen, selbst wenn es in diesem Land keine Steuern gibt. Gutes Beispiel, nimm zum Beispiel Dubai an. Dubai hat jetzt zwar vor kurzem eine Steuer eingeführt, aber mal angenommen, du liegst jetzt unter dem Freibetrag, du wohnst in Dubai, du stellst von dort eine Rechnung, dann ist deine Betriebsstätte in Dubai. In Dubai ist offiziell 0% Steuern, wenn du unter den Schwellenwert fällst, und damit rechnest du korrekt über eine Betriebsstätte ab und deine Einkünfte sind keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Hast du allerdings keinen festen Wohnsitz und schreibst die gleiche Rechnung, dann sind es betriebsstättenlose Einkünfte und die Einkünfte sind noch für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Punkt 7. Steuergünstige Staaten selbst mit lokaler Betriebsstätte. Also Italien hat zum Beispiel einen steuerlichen Sonderstatus. Da kannst du dann als Freelancer tatsächlich arbeiten und bezahlst nur auf 10% deiner Einkünfte, wenn du in Süditalien lebst, Steuern und Sozialabgaben. Das heißt also, du verdienst 100.000, musst aber nur 10.000 versteuern. Zahlst also sehr geringe Steuern, möglicherweise nur 5% oder so. Ja? Malta das Gleiche. Bulgarien zum Beispiel gibt es einen steuerlichen Sonderstatus für Freiberufler, wo letztlich 25% deines Umsatzes abgesetzt werden kann an Kosten, auf den Rest zahlst du 10%. Das heißt also, bei 100.000 Euro Umsatz als Freiberufler zahlst du effektiv 7,5% Steuern. Ja? Wenn du also in einem dieser Länder deinen Wohnsitz einrichtest, dort eine Wohnung hast und dann über den dort verfügbaren Status entsprechend dann abrechnest, dann zahlst du schon natürlich sehr wenig Steuern, aber freilich nicht nichts. Ja. Du kannst dann auch natürlich weltweit unterwegs sein, denn da hält dich ja keiner auf. Du hast deinen offiziellen Wohnsitz, dort bist du gemeldet, aber du kannst ja weltweit die Welt bereisen. Das ist ja nicht verboten. Man sagt immer wieder, hier 183 Tage muss man anwesend sein. Das ist totaler Quatsch. Wenn du eine Wohnung hast weltweit, dann ist dort dein Wohnsitz, vielfach so bestätigt von der OECD. Wer was anderes sagt, hat im Grunde genommen dort nur beschränkt Ahnung. Fakt Nummer 8, die LLC und ihre Probleme. Die US-LLC ist eine tolle Rechtsform. Die US-LLC mit einem Gesellschafter ist eine sogenannte Disregarded Entity. Das heißt, sie zahlt in den USA keine Steuern, außer es gibt dort eine Betriebsstätte. In der Tat ist die Betriebsstätte dieser Ein-Mann-US-LLC dort, wo du als Eigentümer lebst. Lebst du jetzt nirgendwo als Eigentümer, dann hat auch die LLC konsequenterweise keine Betriebsstätte und somit sind die Einkünfte aus der LLC betriebsstättenlose Einkünfte, die unter der erweitert beschränkten Steuerpflicht in Deutschland voll zu versteuern sind. Das Ganze kannst du lösen, indem du eben deinen Wohnsitz hast in einem der Länder, die wir gerade eben dort angesprochen haben. Von dort kannst du natürlich auch ein LLC betreiben. Die Einkünfte würden dann eben lokal als Freiberufler versteuert werden. Ja? Aber wie gesagt, wenn du keinen Wohnsitz hast, dann hast du hier ein Problem. Natürlich, die LLC kann einen Manager haben, einen Geschäftsführer. Das kann übrigens in den meisten Staaten auch eine juristische Person, das heißt eine andere Firma sein. Aber dann muss eben diese Person, die deine LLC leitet, irgendwo leben, wo sie dann hier eine steuergünstige Betriebsstätte auslösen kann. Ja? Denn dort ist ja dann die Betriebsstätte. Also wenn diese Person in den USA zum Beispiel lebt, wird es überhaupt nichts bringen, denn dann würden ja Steuern in den USA fällig werden. Also das heißt, auch der Geschäftsführer, den du bestellen kannst, muss dann eben in einem dieser Länder leben. Beispiel, wenn du eine US-LLC hast und du hast einen Geschäftsführer, der wohnt in Dubai, das wäre natürlich eine gute Sache. Ja? Dann wäre diese LLC steuerfrei. Man muss sich dann überlegen, muss diese LLC in Dubai ins Handelsregister eingetragen werden über eine Niederlassung? Das sind dann Dinge, die man mit dem Anwalt oder Steuerberater besprechen muss. Fakt Nummer 9, es gibt auch noch andere interessante Rechtsformen als die LLC.
Schau dir zum Beispiel die Isle of Man an, Jersey oder Guernsey. Das sind so britische Inseln in den britischen Gewässern. All diese Gesellschaften haben gemein, dass ein lokaler Geschäftsführer Pflicht ist. Damit haben diese Gesellschaften immer eine lokale Betriebsstätte, selbst wenn die Steuer, die die Unternehmen dort zahlen, nur 0% ist. Damit hättest du also offiziell eine Gesellschaft, die einen lokalen Geschäftsführer hat, der nicht du bist, ja, und diese Gesellschaft bezahlt 0% Steuern, keine betriebsstättenlosen Einkünfte. So, da gibt es natürlich Nachteile. Ich meine, die LLC ist nicht ohne Grund so beliebt. Die ist natürlich sehr einfach, relativ günstig. Das ist bei diesen Strukturen nicht immer der Fall. Muss man sich also sehr genau anschauen. Melde dich bei uns, wenn du daran Interesse hast. Fakt Nummer 10, die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Wenn du im Ausland bist und irgendwann mal was in Deutschland erben solltest, musst du eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen. Erst wenn du diese vorlegst, werden die Banken des Erblassers das Erbe freigeben. Damit soll im Wesentlichen sichergestellt werden, dass die Erbschaftssteuer bezahlt wird. Gibt es allerdings noch steuerliche Probleme aus der Vergangenheit bei dir, die nicht geklärt sind, dann wird möglicherweise das Finanzamt auch bei bezahlter Erbschaftssteuer eine solche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht ausstellen. Und dann hast du natürlich ein Problem und natürlich auch deine gesamte Erbengemeinschaft, wenn du Teil einer Erbengemeinschaft bist, hat dann ebenfalls ein Problem, denn das Ganze kann sich dann relativ lange hinziehen. Du musst dann im Grunde erst deine ganzen alten steuerlichen Probleme hier aufarbeiten. Auch dies ist ein weiterer Grund, vor dem Umzug oder in der Zeit nach dem Umzug in Deutschland alles korrekt zu machen. So, das waren unsere 10 steuerlichen Fakten für digitale Nomaden und Perpetual Travelers. Grundsätzlich würde ich sagen, ist meine Einschätzung die folgende. Wenn du nie wieder nach Deutschland zurückkehrst, habe ich zum Beispiel so gemacht. Ich meine, ich bin jetzt seit fast 25 Jahren aus Deutschland weg. Ich werde doch nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Wenn du in der gleichen Position bist und sagst, ich werde sowieso nicht mehr nach Deutschland zurückkehren, dann kann man diese Dinge möglicherweise ein wenig lockerer sehen. Wenn du aber dir vorstellen kannst, nach Deutschland zurückzukehren, wenn dir das wichtig ist, zurückkehren zu können, dann kannst du ja auf keinen Fall hier agieren nach dem Motto, nach mir die Sintflut, sondern du musst dich sehr genau hier mit diesen Themen auseinandersetzen. Wie gesagt, wie ich dir dargestellt habe, es ist absolut möglich, als digitaler Nomade und als Perpetual Traveler in der Welt herumzureisen und keine oder nur sehr wenige Steuern zu bezahlen. Du musst aber in die Substanz investieren. Anständige Firmenstruktur, anständige Wohnung etc. pp. Ohne das geht es meines Erachtens nicht. Wenn du dabei unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten zu beraten, die ins Ausland umziehen, auch aus steuerlichen Gründen und auch zum Teil als digitale Nomaden und Perpetual Travelers. Ich packe den Link zu dem Beratungsgespräch hier in die Beschreibung dieses Videos rein. Ich würde mich freuen, mit dir über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.